Auf diese Anführungsstrichen Sommerdüfte wurde ich am meisten die letzten, ja, sag ich mal, 1,5 Monate angesprochen. Und ja, da habe ich 10 Stück am Start, sind schon richtig schöne Dinger dabei. Ihr könnt ja mal unterschreiben, wurdet ihr auch von, also wenn ihr die Düfte habt, auch angesprochen. Wie laufen die bei euch und so weiter und so fort. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Talk aus Hamburg, immer noch natürlich der schönste Stadt in Deutschland. Ja, und hier seid ihr natürlich auf dem richtigen, geilsten Kanal. So, wollen wir mal anfangen? Ja, den habe ich noch nicht so lange, aber es ist das 1 Million Gold Elixier. Ich halte das immer so, weil das blendet sonst. Das 1 Million Gold Elixier ist endlich wieder genial geworden, weil der normale Gold ist so ein bisschen, ja, bisschen schwach auf der Brust, bisschen, ja, so nichtssagend. Für mich, ich habe alle Flanker der schlechteste. Und nun kam das Elixier, da haben wir wieder eine schöne Süße, wir haben Sandelholz, wir haben Vanille und wir haben Mandarine. Punkt. Mehr gibt es nicht in diesem Duft und der kommt genial. Er hat eine richtig schöne Süße und ich sprühe hier mal, der draußen sofort gut angekommen ist. Oh, ja, ich war unterwegs. Man merkt immer, wenn Leute, ihr merkt das, wenn Leute ein bisschen genervt sind von eurem Duft, wenn sie natürlich euch ansprechen, ich wurde angesprochen, wenn ihr so, oder wenn, ihr merkt das doch, wenn Leute komisch gucken oder wenn sie ihn positiv gucken. Und das ist ein süßer Duft, der eine schöne cremige Vanille hat, plus Sandelholz, also ein bisschen holzig. Und eben die Mandarine, aber nicht unbedingt sehr viel frischer. Das war das normale Gold. Aber hier haben wir wieder so das typische Paco Rabanne, beziehungsweise nur noch Rabanne und 1 Million Feeling. Schön süß und in Anführungsstrichen auf die Fresse, weil auch eine gute Haltbarkeit, eine gute Sillage, der haut rein. Also das 1 Million Gold Elixier ist richtig nice geworden. Dann als nächstes kommen wir zu einem Duft, der hat Rum, der hat Milch in der Duftpyramide und Pflaume und so weiter. Das klingt sehr süß, aber ja, wenn man dran riecht am Flakon, ist er auch süß. Aber wenn man ihn, ja, auf der Haut trägt, ist er gar nicht unbedingt so süß, aber er kommt einfach gut an. Sauterne Vanilla von Bergholz. Ja, ein richtig schöner Vanilleduft. Wirklich, man merkt, wenn man hier dran riecht und auch den Duft auf der Haut hat, die Milch, die da drin ist, die Pflaume so minimal im Background, grundsätzlich Vanille, das merkt man schon. Richtig guter Vanilleduft, der oft verglichen wird mit Vanilla Sex von Tom Ford. Der ist aber viel dreckiger. Ich finde, ja, man könnte sagen, er geht in diese Richtung, aber direkt vergleichen kann man den Duft nicht. Also gleich vorweg, die kann ich euch beantworten. Braucht man beide? Wenn ihr auf Vanilledüfte steht, ja. Also es sind jetzt keine ähnlichen unbedingt Düfte. Die haben nur diesen Touch so ein bisschen, was vielleicht ein bisschen ähnlich ist. Aber hier haben wir, wie gesagt, eine Pflaume, wir haben Vanille, wir haben auch was Frisches. Ihr könnt den Duft auch gut layern mit frischen Düften. Dann kommt die Vanille nicht ganz vielleicht so penetrant. Für manche ist sie vielleicht penetrant, hat auch eine gute Haltbarkeit. Also der Sauterne Vanilla von Bergholz gefällt mir wirklich gut. Also solltet ihr auf jeden Fall mal testen. Auch jetzt, wenn es wärmer ist. Als nächstes kommen wir zu einem richtigen Sommerduft. Das ist ein Sommerduft und an dieser Brand kommt ihr nicht vorbei, wenn ihr Sommerdüfte haben wollt oder ja wollt. Das ist eigentlich der beste Ausdruck und zwar Mandarino de Sicilia von Acqua di Parma. Und das ist ja, sagt ja schon der Titel, ihr habt eine so schöne Mandarine, die natürlich so spritzig, also ihr habt Mandarine, ihr habt was Zitrisch und dann habt ihr eine Grapefruit und das ist eben, und dann natürlich die Sicilia, da gehen natürlich wieder Grüße raus an La Familia nach Sizilien. Ich habe ja auch schon den Mandorlo di Sicilia, die steht irgendwo hier, da habt ihr noch diese Mandel, dieses Süße, das habt ihr hier nicht. Hier habt ihr Minze stattdessen. Hier ist dieses Mandelige weggenommen, beziehungsweise raus. Und ihr habt Grapefruit, ihr habt was Zitrisches, grundsätzlich Mandarine und Minze. Sehr schöner Begleiter jetzt, wenn es wärmer wird. Und wie gesagt, für den habe ich auch, oder bekommt man sehr gutes Feedback. Ja, richtig schöner Duft und natürlich auch im Hochsommer richtig gut geeignet. Dann kommen wir zu dem nächsten Duft und der hat Ananas, der hat auch schwarze Johannisbeere und auch Grapefruit, glaube ich. Und das ist Absolut Aventus. Ja, und da brauchen wir nicht viel reden drüber, dass der natürlich gut ankommt und das ist auch, also irgendwie der fertigere, bessere als das Original. Das ist jetzt hier die alte Version, nicht die steht hier vorne, die habe ich jetzt gegriffen. Den kann man jetzt nicht vergleichen, aber die aktuelle Version, die ich auch habe,
das ist einfach ja nicht mehr leider der Aventus, was heißt aktuelle, meine ist von 220. Ich habe den 225er wieder gerochen, der ist auch potenter und stärker tatsächlich und auch schon einen Tick besser, aber der Absolut Aventus ist der männliche Part endlich wieder. Das Rauchige fehlt hier. Wäre vielleicht auch nicht interessant, oder wäre nicht interessant, das ist natürlich absoluter Bullshit, was ich hier sage, der wäre interessant geworden, wenn der auch vielleicht rauchig gewesen wäre noch. Also richtig maskulin. Wäre ganz geil, glaube ich, gekommen. Aber so habt ihr, wie gesagt, die Ananas, ihr habt was Holziges, ihr habt was Fruchtiges, ihr habt die schwarze Johannisbeere, die auf jeden Fall präsent ist und Absolut Aventus, ja, kommt gut. Dann kommen wir zu einem Galang-Duft oder Galang, wie ich mal so schön sage. Und das ist der L'Homme Ideal Platin Privé. Platin Privé. Ja, den habe ich noch nie gezeigt. Das ist im Endeffekt der Nachfolger von den normalen Cologne. Das ist ja der Lieblingsduft meiner Frau und der kommt ja so gut an. Leider hält er nicht so lange, ist aber auch ein geiler Duft, den ich immer schon gefeiert habe. Und der ist erst gut angekommen, nachdem er eingestellt worden ist. Nun ist das Problem, aber ich trage ihn. Es geht ja hier im Video, für die ich am meisten jetzt Komplimente bekommen habe, die gut ankommen in den letzten 1,5 Monaten, 2 Monaten. Und da war der Nummer bei. Ich habe den zweimal getragen und der kam richtig gut an. Im Endeffekt ist das die stärkere Version vom Cologne. So ist das. Aber leider, Nachteil, auch der wurde wieder eingestellt. Tja, fragt mich nicht, warum das Galang macht. Dieses gute Haus. Allgemein die frischen Düfte haben sie eingestellt, außer das hier erste, das Original, das ist geblieben. Alles andere ist irgendwie eingestellt worden. Natürlich jetzt nicht das Parfüm nicht, aber alles, was frisch angeht, ist weg. Verstehe ich nicht, warum. Das Sport, das Cool, den hier, das Cologne, schade. Aber hier habt ihr, wie gesagt, Grapefruit, ihr habt Mandel und ihr habt Vetiver. Und das kommt einfach präsenter, stärker rüber. Ja, bisschen so, hat allerdings vielleicht einen Touch, was manche vielleicht nicht mögen, durch das Trockene, so ein bisschen Haut-Style Vetiver, aber ich finde den nice und wie gesagt, es ist die starke Version vom Cologne. Punkt. So, jetzt kommen wir zu einem Duft, ja, da ist die Mandarine auch wieder im, ja, oder in der Kopfnote, beziehungsweise auch im Fokus, plus Amber, ja, und plus Kokoswasser und das ist der Cool Water Intense und ihr könnt sappeln und machen, was ihr wollt. Erstmal hält er gut und er kommt einfach gut an. Aber ich muss euch sagen, dass allgemein Cool Water einfach gut ankommt. Es ist einfach so. Hier habt ihr die Cremigkeit, ihr habt eine gute Haltbarkeit, eine gute Zierage und das schöne Kokoswasser. Ich glaube, das ist fast, nehmen wir mal das Original weg, ist es einfach der beste Flanker, den Cool Water rausgehauen hat. Der kommt wirklich gut an und das Intense, muss man nicht viel zu sagen. Mandarine, Amber, Kokoswasser, beziehungsweise Mandarine, Kokoswasser, Amber. So ist richtig. So, geiler Duft. Als nächstes kommen wir zu einem Duft und den werde ich demnächst mal ein Einzel-Review widmen, weil dieser Duft hat es in sich und das sage ich nicht nur, weil hier Werbung steht. Nein, das ist ein Duft. Ich will jetzt nicht so vorweg was nehmen, weil das muss ich in ein Einzelvideo euch erzählen. Aber das ist ein Duft, sag ich mal, wie soll ich das jetzt sagen? Für dieses Jahr, das Jahr ist ja noch nicht zu Ende, aber heftig. Ich sag jetzt nur heftig. Es kommt ein Einzelvideo. Deswegen werde ich mich jetzt hier kurz halten. Der Padrino von Suspiro. Was soll ich sagen? Also ihr könnt ja schon vorstellen, also der muss ein Einzel-Review-Video bekommen. Ihr habt was Holziges, Cremiges, minimal, ganz minimal im Background, tatsächlich Fruchtiges, aber Amaretto und Rum. Und das geht auch jetzt. Und ich habe 1, 2 Düfte, für die ich schnell Komplimente bekomme, vor allen Dingen Naxos. Aber das hier, und der kommt so gut, also es ist Endstation, sage ich nur. Und deswegen werde ich ein Einzelvideo zu diesem Duft machen. Und dann werde ich den Titel auswählen. Also ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber ja, das Jahr ist ja noch lang. Es kommen so viele Düfte, also es ist ja massig. Ich kann doch nicht alle kennen, was jetzt schon 2025 rausgekommen ist, aber der steht weit oben, mehr sage ich nicht. So, aber der muss für mich ein Einzelreview bekommen und das bekommt er definitiv, weil diese Amaretto-Note mit den Rum und dann ist das tragbar das ganze Jahr, auch wenn es warm ist und eine Ausstrahlung und eine Sillage.
von aller Feinsten. Eigentlich habe ich ja schon das alles gesagt. Ich kann euch das ich werde den trotzdem einzeln sagen. Also das ist mit einer der besten Düfte 2025 jetzt schon. Wer ist der Beste? Man weiß es natürlich nicht. Aber daran zu kommen, meine Meinung ist das, ist ganz schwer. Und nochmal, das nehmt mal weg. Genial. Ihr werdet das bestätigen, wenn ihr diesen Duft gerochen habt. Weil alles, was ich in den letzten Jahren gerochen habe, richtig gut geworden, sag ich nur. Punkt. So, als nächstes kommen wir zu einem meiner Lieblingsdüfte und das ist der Amouage Sunshine Man. Da habt ihr Lavendel, da habt ihr vor allen Dingen die Strohblume. Ich weiß, ich habe keinen anderen Duft mit Strohblume, glaube ich. Und es ist ein Traum. Ja, ein sehr starker, schwerer Duft, aber Sunshine Man passt, ein perfekter Begleiter, wenn es warm ist. Weil es gibt eben auch Düfte, die sich wandeln, wenn es heiß ist. Man denkt immer, die sind zu schwer. Nein, es funktioniert. Und selbst wenn er zu schwer wäre, wen interessiert das? Das ist einer der besten Sommerdüfte, Frühlingsdüfte, whatever Düfte. So genial. Ja, das ist noch eine alte Version, die sich, man sieht das am Juice. Die aktuelle ist ja grün und so weiter. Mag sein, dass das alles ein bisschen tiefer und besser noch verarbeitet worden ist als die neuere Version. Aber Sunshine Man gibt es, glaube ich, noch. Es heißt immer mal, ist er weg. Und ich glaube, es gibt den, ich glaube, das hat letztens einer, danke dafür. Ich müsste jetzt lügen, weil ich kriege ja auch auf TikTok, folgt mir da gerne, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auch Kommentare. Fakt ist, das ist ein Duft, den soll es, glaube ich, nur auf der Amouage-Seite geben. Aber warum? Aber der ist so geil. So geil. Sunshine Man, Freunde. Jetzt kommen wir zu einem Duft, der ist in 50 ml sehr teuer. Aber was soll ich sagen? Ich hatte ihn lange überhaupt nicht und alle haben gesagt, Doc, Digga, das geht nicht. Und so weiter. Ich habe ihn jetzt schon eine Weile. Ich habe ihn noch nicht so oft getragen. Das kommt noch. Ich habe ihn natürlich bei diesem Wetter getragen. Was heißt, an dem Tag war es ein bisschen windig und so weiter. Und beim zweiten Mal tragen war es auf jeden Fall um einiges besser. Auch von den Komplimenten. Liegt ja auch mal Tagesform. Auch von mir selber, von der Nase und so weiter. Aber es ist trotzdem ein Duft. Ist mit einer der besten Date-Düfte, könnte man ihn. Wenn ihr Date-Düfte macht, ist es einer der besten. Es ist einer der sinnlichsten, einer der schönsten, cremigen. Und es ist einfach Blonde Amber. Blonde Amber von Clive Christian, das ist ein Duft, ja, Amber, Trockenfrüchte, dieses überhaupt das schon, Trockenfrüchte und dann der Amber, die Tonkabohne, dieses Zusammenspiel ist, das ist schon, also ich habe den tatsächlich noch nicht bewertet, weil ich immer noch dabei bin und den immer noch, das ist ein Duft, obwohl er eigentlich, ich finde, gar nicht so komplex ist. Manche würden vielleicht sagen, doch, aber da habe ich andere Düfte, der vielleicht gar nicht so komplett ist, wo ich sage, gebe ich den jetzt, was für eine Bewertung gebe ich den? Gebe ich den eine 10, gebe ich den 9,5? Ich finde, ich mache das alles ein bisschen straffer jetzt her, das dauert ein bisschen, bis ich das mache. Früher habe ich ein bisschen so Bewertungen rausgehauen, da sieht man, wieso hat der so eine schlechte Bewertung, kicken wir mal ein bisschen hoch und einfach immer so zu schnell. Aber früher, ganz früher meine ich, das steht jetzt. Und das habe ich alles mal geändert, auch bei meinen ganzen Bewertungen von meinen ganzen Düften. Und ich bin einfach ein bisschen strenger. Genauso eigentlich streng, wie ich immer schon bei Filmbewertungen war. So mache ich das auch bei Düften. Ich war ja immer schon, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jeden Duft, genug Düfte. Ich habe nicht so viele. Ich will immer noch meine Top 10 mein Top 10 Video machen, wo ich Düfte, die ich eine 10 gegeben habe. Ganz ehrlich, ich habe über 1000 Düfte. Ich glaube, da kommen nur 8 raus, die ich eine 10 gegeben habe. Also, vorweg. Und ich habe ihn noch nicht bewertet. Also ist natürlich, der kratzt natürlich ganz weit oben. Und es ist natürlich ein genialer Duft. Und der kommt natürlich auch gut an. Jedenfalls an den zweiten Tag. Der erste Tag war aber auch der Tag auch ein bisschen, ja, nicht so schön. Aber muss auch nicht jeder perfekte Duft muss auch nicht jeden Tag gut ankommen. Ne? Nur mal nebenbei. Und du kriegst auch nicht jeden Tag, denk nicht, dass ihr immer Komplimente da draußen bekommt. Egal wie geil euer Duft ist. Also es liegt auch ein bisschen an euch selber und überhaupt auch an der Tagesform von anderen Leuten oder überhaupt. Ne? So weit und so fort. So, und zum Schluss kommen wir zu einem Duft. Viele sagen, oh nee, ich kann es nicht mehr riechen. Ja, ich bin da auch manchmal bei, aber manchmal trage ich ihn einfach. Und das ist eben Erber Gold und nicht Erber Pura, aber es ist im Endeffekt ja Erber Pura, nur als Erber Gold und da ist dieses extrem süße ein bisschen zurückgefahren. Das ist hier cremig. Der kommt, also ich mache trotzdem noch den Erber Pura. Ja, hier haben wir ihn, ich mag ihn, aber das ist manchmal, also der ist auch süß, aber er ist abgerundeter, viel abgerundeter. Es gibt natürlich
ein, zwei Alternativen, teure Alternativen, Nischenalternativen, die ähnlich sind, aber besser sind. Aber in der Zeit habe ich den hier mal getragen, weil ich den Gold gut finde. Ich finde auch den normalen gut und ich finde die Alternativen, die ganze DNA, ich finde sie immer noch gut. Und warum auch nicht? Ich bin ja nicht einer, der so wie der immer auf jeden hört, kann man nur so nach dem Motto 3 Monate oder eine Saison tragen und dann ist Feierabend. Nein, ich trage Erba Gold, Erba Pura oder die teuren Alternativen oder besseren Alternativen auch noch in 10 Jahren, wenn ich Bock habe. Das ist mir doch scheißegal. So, und deswegen, wie gesagt, tragt, was ihr wollt. Aber der Erba Gold war schon gut und der kommt einfach gut an. Das ist egal, was ihr sagt oder was andere sagen. Macht euer eigenes Bild, der kommt einfach gut an oder überhaupt die Düfte. So, schauen wir runter, welche Düfte habt ihr so. Das sind auf jeden Fall die Düfte der letzten, sag ich mal, 2 Monate so ungefähr in Schnitt, die auf jeden Fall mir sehr gute Komplimente gegeben haben. Und die Düfte kommen auch im Frühling, auch wenn es wärmer ist, gut an. Also seid da nicht abgeschreckt von. Tragt gern, was ihr wollt und wie viel ihr wollt. Also Leute, ich bin raus. Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Schön, dass ihr dabei seid und bis zum nächsten Mal.